Der Morgen begrüßt uns mit Sonnenschein und so sind die Voraussetzungen für eine Tour durch das Umland von Oban, wie sie nicht besser sein können. Da wir 2 Nächte in Oban verbringen wollen, können wir die Bikes direkt nach dem Frühstück besteigen, ohne sie vorab mit Gepäck beladen zu müssen. Vorbei am Loch Nell gewinnt die Gegend stetig an Höhe. Nach einiger Zeit biegen wir in eine schmale Single-Track-Road ab, die dem Loch Awe der gesamten Länge nach folgt. Auch diese Straße schraubt sich langsam, aber stetig immer weiter nach oben. Auf dem Scheitelpunkt der Strecke bietet sich ein wunderbares Panorama über das Loch und lädt uns zu einer Pause ein. Nicht weit von Oban bei Connell befinden sich die Falls of Laura. Hierbei handelt es sich um einen Tidenstrom an der Mündung des Loch Etive. Die Stromschnellen sind bei ablaufendem Wasser ausgeprägter, beeindrucken jedoch auch bei auflaufendem Wasser. Sie bilden sich an einer Felskante unterhalb der Connell Bridge und sind ein Eldorado für Kanuten. Zurück in Oban setzen wir bei herrlichem Sonnenschein unser Tagesprogramm diesmal ohne Motorräder fort. Nach einem leckeren Latte Macchiato in unserem Lieblingscafé Costa geht es zu Fuß an die Erklimmung des McCraig's Towers. Er ist der nicht fertiggestellte Nachbau des Kolosseums in Rom. Der ortsansässige Bankier John Stuart McCraig ließ das Monument 1897 bauen, um seiner Familie ein Denkmal zu setzen.
Diese verarmte aber leider vor der Fertigstellung. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick über Oban bis zur vorgelagerten Hebrideninsel Mull. Die Oban-Brennerei wurde 1794 durch die Brüder John und Hugh Stevenson gegründet. Um die Brennerei entstand das kleine Hafenstädtchen gleichen Namens, in dessen Herz sie heute liegt. Wir nutzen die Gelegenheit, um mehr über die Herstellung des schottischen Whiskys zu erfahren und nehmen an einer Führung der traditionellen Brennerei teil. Als krönender Abschluss wird uns noch eine Kostprobe des edlen Tropfens gereicht. Unser nächstes Tagesziel ist Inverness, die Hauptstadt der Highlands. Von Oban kommend folgen wir zunächst Loch Lake. In diesem Loch befindet sich auf einer kleinen, felsigen Gezeiteninsel Stalkers Castle. Das 1320 erbaute Tower House ist nahezu authentisch renoviert und gilt als eines der am besten erhaltenen mittelalterlichen Wohntürme im Westen Schottlands. Kurz darauf erreichen wir Loch Lene, welchem wir der Länge nach folgen. Einige Kilometer später erreichen wir in der Nähe von Speen Bridge das Kommando Memorial. Ein Kriegsdenkmal, welches den gefallenen Soldaten gewidmet wurde, die im Zweiten Weltkrieg fielen und hier vorab für ihren Einsatz trainierten. Von dort hat man eine gute Aussicht auf den Ben Nevis und die umliegenden Berge. Von nun an folgen wir dem Caledonian Canal, der die Lochs Lene, Lochie, Oich, Ness und Dochfor miteinander verbindet. Um die Höhenunterschiede der einzelnen Lochs auszugleichen, bedarf es 29 Schleusen. Einer der interessantesten Abschnitte befindet sich in Fort Augustus. Hier müssen die Boote 5 in Stufen angeordnete Schleusenkammern passieren,
um hinauf ins Loch Ness zu gelangen. Will you go, lassie, go? And we'll all go together to pull wild mountain thyme from around the blooming heather. Will you go, lassie, go? Wir haben es da etwas einfacher und müssen nur der Straße folgen, um ins Loch Ness zu gelangen. Direkt am Ufer des Loch Ness liegt die Burgruine von Urquhart Castle. Sie wurde 1230 errichtet und in den folgenden Jahrhunderten immer weiter ausgebaut. In ihrer Blütezeit zählte sie zu den größten Burgen Schottlands. Heute verwaltet Historic Scotland die Anlage. Urquhart Castle ist ein beliebter Bestandteil von Schottland-Rundreisen und entsprechend gut besucht ist diese Ruine. Übrigens, Nessie haben wir am Loch Ness leider nicht gesichtet. Gegen Abend begrüßt uns dann das Rose Nest Guesthouse, welches nur wenige Gehminuten vom Zentrum Inverness entfernt ist. Über eine Brücke überqueren wir den Fluss Ness und finden spontan ein nettes Lokal, in dem wir uns ein leckeres Steak servieren lassen. Der nächste Tag startet mit etwas bedecktem Wetter, welches auch noch anhält, als wir Fort George erreichen. Fort George ist eine Festung aus dem 18. Jahrhundert und liegt nordöstlich von Inverness auf einer Landzunge am Moray Firth.
Das Fort gilt als eine der bedeutendsten, nahezu original erhalten gebliebenen europäischen Anlagen aus dieser Zeit. Sie ist weitgehend im Originalzustand des 18. Jahrhunderts. Die Kasernen werden immer noch für militärische Zwecke benutzt, doch ein großer Teil der Festung steht Besuchern offen. Im großen Magazin kann eine Waffensammlung besichtigt werden, welche zu den bedeutendsten Sammlungen ihrer Zeit gehört. In einem anderen Teil der Kaserne befindet sich eine Ausstellung über das Leben der Soldaten in den frühen Jahren von Fort George. Vom Fort George aus fahren wir zum Culloden Battlefield. Hier wurde im Jahr 1746 die Schlacht von Culloden zwischen englischen Regierungstruppen und aufständischen Jakobiten ausgetragen. Sie endete innerhalb einer halben Stunde in einem Blutbad und mit einem Sieg der englischen Regierungstruppen. Heute erinnern hier nur noch die Gedenksteine an diese blutige Schlacht. Inzwischen lacht die Sonne wieder und wir erreichen die Speyside, eine Region entlang des Flusses Spey. Wir folgen dem Flusslauf in Richtung Dufftown. Die Speyside gilt als zentrale Whisky-Region Schottlands, da hier nicht nur die meisten und produktivsten Brennereien liegen, sondern auch Melzereien und Böttchereien. Am späten Nachmittag erreichen wir das Örtchen Dufftown. Hier wollen wir die Glenfiddich Destillerie besichtigen. Da sie aber schon geschlossen war, vertagen wir unseren Besuch auf den nächsten Tag und fahren direkt in unsere Unterkunft The Gables, welche sich 3,2 Kilometer von Dufftowns Zentrum befindet und in der wir ein hübsches Zimmer beziehen.